Stranger the echoes of this night. Seit einer Woche sitzt Mohammed H. jetzt in U-Haft. Ihm wird vorgeworfen, seinen Freund erschossen zu haben. Doch er schweigt zu den Vorwürfen. Mit Hilfe von Spürhunden versucht die Polizei derweil, die Fluchtroute von Mohammed H. zu rekonstruieren und die Tatwaffe zu finden. Die Hunde konnten die Spur aufnehmen, sodass über entsprechende weitere Markierungspunkte wir tatsächlich in Neuhof rauskamen und sogar einen Bereich passierten, der videoüberwacht ist, näher einer Tankstelle und von dem wir objektiv auch sagen konnten, jawohl, da ist der Tatverdächtige tatsächlich gewesen. Er hat die Spur auch wieder weiter aufnehmen und verfolgen können. Wir sind dann über Hinterhöfe und Fußwege letztendlich bei einer Apotheke gelandet und wollte sogar in die Apotheke rein. Es ist genau die Apotheke, aus der heraus Mohammed H. vor einer Woche das Taxi bestellt hat, um nach Nordrhein-Westfalen zu fahren. Unglaublich, dass Spürhund Danny diese Spur 14 Kilometer entfernt vom Tatort aufnehmen kann. Die Ermittlungsergebnisse der Polizei werden damit bestätigt. Die Apothekerin, die in Neuhof an diesem Tag, als der Tatverdächtige erschienen ist und nach einem Taxi gefragt hat, die konnten sich natürlich nur noch an die Situation erinnern, dass da jemand drin war und ein Taxi bestellt hat und der sehr, sehr schlecht Deutsch gesprochen hat. Sie haben ihn dann auch darauf hingewiesen, dass draußen ein Werbeschild hängt, wo auch die Telefonnummer dran steht. Der Tatverdächtige ist auch noch nach draußen gegangen, kam dann auch etwas später wieder rein und hat dann aber zu verstehen gegeben, dass die Apothekerin bitte ein Taxi bestellen soll. Das hat sie dann auch gemacht. Und sie konnten sich aber, sag ich mal, nicht mehr so richtig an ihn erinnern, nur an die Situation, wie das war. Es ist wirklich sehr beeindruckend, was die Hunde da leisten. Man denkt es im Endeffekt am Anfang nicht, dass die Hunde wirklich das genau riechen, aber die Hunde sind da tatsächlich auch entsprechend in eine Apotheke gelaufen, in eine Bank gelaufen. Doch wie können Spürhunde so einen kilometerlangen Fluchtweg rekonstruieren? Wir gehen davon aus, dass wir vom Körper bestimmte Alterungsprozesse abstoßen. Die können Hautzellen, das sind Schuppen, das sind Haare, das sind Gerüche von uns, das ist Schweiß, der sich irgendwo in der Umwelt ablagert oder vom Wind vom Körper weg verweht wird und irgendwo an Büschen, an Straßenkanten oder sonstigen Gelände hängen bleibt. Und es gibt ja Bakterien in der Umwelt, die auf diese Hautpartikel des Menschen quasi dann zugehen und die zersetzen. Und letztendlich soll hierbei ein Duft entstehen, das den Geruch so individuell macht, dass der Hund es unterscheiden kann zwischen verschiedenen Menschen. Und dieser Geruch verteilt sich natürlich in der Straße. Stellen Sie sich vor, der Täter läuft vielleicht vorher einmal auf und ab, dann hat er schon die erste Spur gelegt. Und dann gibt es die eigentliche Spur zur Tatausführung und dann eine wegführende Spur. Und die sind eigentlich zeitlich so dicht beieinander, dass der Hund das zunächst alles nicht unterscheiden kann. Und er befindet sich dann quasi in einer sogenannten Orientierungsphase. Also wird der Hund wahrscheinlich am Anfang erstmal gucken, okay, da rechts ist was, links ist was. Letztendlich sollte er dann aus diesem Chaos eine wegführende Spur auffinden und auch zielstrebig verfolgen können. Wir haben auch schon die Erfahrung gemacht, dass die Spur durch Schnee eigentlich konserviert wird und dann begünstigt durch die Sonne eigentlich wieder so richtig für den Hund wahrnehmbar ist. Das hat die Beweiskette nochmal abgerundet und für uns war auch wichtig, die Hunde einzusetzen, weil uns der Bewegungsverlauf nach der Tat wichtig war, um eben auch die bis dahin noch nicht aufgefundene Tatwaffe, etwaige Tatkleidung oder Sonstiges aufzufinden. Den Fluchtweg kann Spürhund Danny nachvollziehen. Doch die Tatwaffe findet er nicht.
Die Polizisten vermuten, dass der Täter die Waffe rund um die Apotheke entsorgt haben könnte, bevor er ins Taxi stieg. Wir haben den Bereich auch nochmal absuchen lassen, weil zu dem Zeitpunkt ja nicht klar war, wo ist denn überhaupt die Tatwaffe. Hat der Tatverdächtige auf der Strecke vielleicht entsorgt oder dann erst, weil er sich sagt, okay, jetzt steige ich vielleicht in ein Taxi und muss sie hier beseitigen. Da haben wir dann feststellen können, dass dort ganz viele Müllcontainer standen. Diese Müllbehälter waren schon entleert, sodass wir über das Entsorgungsunternehmen diesen Weg des Mülls nachvollziehen ließen und letztlich an einem Zwischenlager in der Nähe der tschechischen Grenze landeten. Kommissarin Köhler und ihr Kollege Hofmann fahren zur Mülldeponie in das knapp 250 Kilometer entfernte Rehau in Bayern. Ein letzter Versuch, die Tatwaffe noch zu finden. Wir konnten dort erreichen, dass der Müll separiert wird, wo auch unter anderem genau diese Mülltonnen entleert wurden. Da muss man aber dazu sagen, es sind natürlich am Ende nicht nur diese Mülltonnen, sondern das Müllfahrzeug hat entsprechend von einem ganzen Bereich den Müll eingesammelt. Das war dann ein relativ großer Berg. Es waren 32 bis 34 Tonnen. Wir haben uns überlegt, wie können wir diesen Müll durchsuchen nach der Tatwaffe. Der Müll wird in eine Sortieranlage gebracht. Während er über ein Band läuft, filtert ein Magnet metallische Gegenstände heraus. Bei bestialischem Gestank und über Stunden beobachten die zwei Beamten das Fließband in der Hoffnung, die Waffe zu finden. Ich war sehr überrascht, als meine Kollegen sagten, wir haben da was gefunden. Ich öffnete dieses Bild, sah eine silberfarbene Pistole und dachte bei mir, das kann's doch jetzt wirklich nicht sein. Wir hatten tatsächlich einen ganz kurzen Hoffnungsschimmer, die Tatwaffe gefunden zu haben. Beim näheren Betrachten haben wir festgestellt, dass es sich um eine Spielzeugwaffe und nicht die Tatwaffe gehandelt hat. Die Tatwaffe bleibt verschwunden. Im LKA in Wiesbaden wird der Schusswaffenexperte Dirk Theis damit beauftragt, anhand des Projektils herauszufinden, welche Waffe eingesetzt wurde. Für einen solchen Abgleich hat das LKA eine eigene Waffensammlung, die ausschließlich aus sichergestellten Waffen besteht. Quasi jeder Waffentyp ist hier zu finden. Wir können anhand von den Tatmunitionsteilen schon Rückschlüsse auf das verwendete Waffensystem schließen. Die Tatprojektile wurden auch von uns dann begutachtet, aber dann auch weitergeleitet zum BKA. Fragen stehen diesbezüglich von den Ermittlern im Raum, wie wurde ein oder mehrere Waffensysteme bei der Tatausführung verwendet, welches Waffensystem kam zur Anwendung, welches Kaliber verwendete dieses Waffensystem. Bei der Tat kam das Kaliber 38 Spezial zur Anwendung. Das ist ein typisches Revolverkaliber. Eine Ableitung von dem verwendeten Kaliber zur Herkunft der Munition ist nicht möglich. Es ist eine seltene Munition, aber durchaus doch noch eine sehr hohe Anzahl im Verkauf. Der Revolver hat typisch diese Trommel. Dort befinden sich die Patronen drin. Und wenn ich die Patronenanzahl bis zu dieser maximalen Kapazität dieser Trommel verschossen habe, ist es üblich, dass die Hülsen in den Trommelkammern verbleiben, bis ich die manuell herauswerfe und dann nachlade. Also wir haben festgestellt, dass der Tatrevolver ein Feldsuchprofil mit 6 Feldern mit Linksdrall besitzt. Und das ist schon eine recht hohe Anzahl an Revolverherstellern, die diese Art von Lauf verbaut haben, sodass wir das hier auch nicht näher eingrenzen konnten. Typischerweise in dem Bereich wäre zum Beispiel ein Colt-Revolver, den wir dann auch zu vergleichenden Beschüssen einsetzen könnten. Die Experten des LKA sollen jetzt klären, von wo aus der Täter geschossen hat. Dafür arbeiten sie eng mit der Abteilung der physikalisch-chemischen Untersuchungen zusammen. Bei
Mit dem Fahrzeug des Geschädigten ging es einfach darum, haben wir irgendwelche Spuren, die wir eben für eine Schussentfernungsbestimmung heranziehen können oder nicht. Nachdem wir das Fahrzeug dann begutachtet hatten, haben wir gesehen, dass die Seitenscheibe eben vom Fahrersitz nicht mehr vorhanden war. In dem Sinne haben wir dann improvisiert und den nächstgelegenen Ort, in dem Fall diesen Fensterrahmen, beprobt. Wir hatten für die Probenahme 2 Klebestempel verwendet. Hierbei haben wir dann auf dem Klebestempel von der Oberseite und von der Seite sehr viele Schmauchpartikel gefunden, auf dem von der unteren Seite sehr wenige. Generell hat diese hohe Anzahl von Schmauchpartikeln, die wir auf diesem anderen Klebestempel gefunden haben, schon gezeigt, dass diese Schussentfernung etwa 1,5 Meter maximal gewesen sein können, weil einfach danach wären keine Schmauchpartikel mehr an diesem Fahrzeug angekommen. Wo hat der Todesschütze genau gestanden? Konnte das Opfer den Schützen sehen?